Ja, ich weiß, das Stück muss viel schneller gespielt werden. Ich weiß. Ja, ich habe da so eine Aufnahme gehört auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr neu hinzugestoßen seid. In diesem Video zeige ich euch 7 typische Dinge, die euch passieren können, mit denen ihr euch selbst das Leben schwer macht, um Blockflöte spielen zu lernen oder euer Blockflötenspiel weiter zu verbessern, und natürlich auch Lösungswege dafür. Das Thema Tonleitern zum Beispiel. Es ist gut, Tonleitern zu üben auf der Blockflöte, und natürlich wäre das eine gute Sache, das regelmäßig zu machen. Aber ich denke, wenn man es übertreibt und zu viel Ehrfurcht davor entwickelt, weil man denkt, ich muss jetzt sämtliche Tonleitern in allen Tonarten üben, dann kann das schnell nach hinten losgehen und die Freude verderben. Ja, sehr schön gespielt. Schau mal, das ist hier eigentlich nur eine C-Dur-Tonleiter. Die muss ich ganz systematisch üben. Ich werde für nächstes Mal nur Tonleitern üben. Ich werde mich ganz konzentrieren auf die Tonleitern. Ja, ganz wichtig. Ich werde mal vielleicht am Tag so 3 Stunden Tonleitern studieren. Es ist zum Beispiel eine gute Idee, wenn ihr die Tonleiter mal übt, die zu dem Stück passt, was ihr gerade spielt. Also wenn ihr ein Stück in B-Dur spielt, dass ihr dann auch mal die B-Dur-Tonleiter übt oder vielleicht mal schaut, ob in Etüdenheften, in Übungsheften, die ihr habt, B-Dur-Tonleiterübungen drin stecken. Aber ihr braucht dann nicht gleich alle Tonleitern in allen Tonarten zu üben, denn ehrlich gesagt, wer macht das schon? Zweitens, ein ganz, ganz großes Ding, womit viele Blockflötenspieler sich die Freude verderben, ist der Vergleich mit anderen Spielerinnen und Spielern beziehungsweise mit tollen Aufnahmen auf YouTube oder auf CDs. Und wenn ihr jetzt vielleicht ein Stück gehört habt, was euch richtig gut gefällt, und ihr dann auch das Tempo hört, in dem das gespielt wird, dass ihr dann sofort die Ambition habt, ihr müsst das in dem Tempo spielen können. Und das ist erstmal sowieso die Frage, seid ihr Blockflötenprofis oder seid ihr Hobbyspieler? Ist das überhaupt möglich? Ist das überhaupt erstrebenswert? Das ist nämlich die nächste Frage. Ein Stück muss nicht immer rasend schnell sein, um auch schön zu klingen und musikalisch zu klingen. Es gibt nämlich so viele verschiedene 1000 Arten, um ein Musikstück zu spielen. Das ist ja auch was sehr Schönes, dass jeder das anders spielt und auf seine Art. Und ob ein Musikstück schön gespielt ist, hängt noch von viel mehr Faktoren ab als der Geschwindigkeit. Es hängt davon ab, mit welchem Atem und welchem Ton ihr Blockflöte spielt, wie schön ihr artikuliert, also wie euer Klang ist, wie eure Artikulation ist und wie die Bewegung innerhalb der Phrasen ist, also wie ihr die Töne mal länger, mal kürzer spielt und eben nicht wie ein Computer. Und dazu hat ja auch ein Zeitgenosse aus dem 18. Jahrhundert, also nicht ein Zeitgenosse, sondern ein Zeitgenosse von Bach und Telemann und Händel, nämlich Johann Joachim Quanz, der Flötenlehrer Friedrich des Großen, auch etwas geschrieben in seinem Lehrwerk, auch dazu, wie man das Allegro spielt. Da schreibt er auch, dass es wenn es wie eine Maschine klingt, so perfekt, dass es dann auch nicht mehr schön ist. Dazu habe ich mal ein Video gemacht, das zeige ich euch hier und verlinke ich auch noch mal in der Infobox. Also, wenn ihr jetzt Aufnahmen kennt, fokussiert euch bitte nicht nur auf diese Geschwindigkeit und verliert dann aus dem Auge, was ihr selbst schon Tolles könnt. Das ist nämlich ganz wichtig, dass ihr seht, was ihr selbst gut könnt, damit ihr die Freude am Blockflöte spielen lernen bewahrt. Super schön gespielt. Du wechselst schon sehr schön mit der Artikulation ab. Das kannst du sogar noch mehr verfeinern. Wir wollen mal schauen, wie.
Ja, ich weiß, das Stück muss viel schneller gespielt werden. Ich weiß. Ja, ich habe da so eine Aufnahme gehört auf YouTube. Also das muss viel schneller gehen. Drittens, verdirb dir nicht die Freude damit, dass du viel neuen Input bekommst, viele Dinge entdeckst, die du noch verbessern kannst an deinem Blockflötenspiel und dadurch denkst, dann muss ich ja viel mehr üben, dann muss ich viele, viele Stunden mehr üben. Das ist nicht der Fall, sondern es ist natürlich wichtig, dass du herausfilterst, was genau klappt noch nicht gut an deinem Blockflötenspiel, wie genau kannst du üben, wie gehst du vor, dass du nicht deine Energie verbrauchst und viele, viele Stunden mehr übst, aber eigentlich wenig Resultat erzielst. Super, wir haben ja jetzt einige Stellen unter die Lupe genommen und du konntest genau herausfinden, warum die Stellen in Takt 14 und Takt 23 nicht so gut klappen, indem du ganz gezielt herausgefunden hast, was genau nicht klappt, woran es genau liegt. Und jetzt kannst du ganz gezielt daran üben. Ja, ich weiß, ich muss einfach noch viel mehr üben. Also mehr Dinge lernen, neue Dinge lernen und umsetzen beim Blockflötenspiel bedeutet überhaupt nicht unbedingt, dass man viele Stunden üben muss. Viertens, lass dich nicht dadurch frustrieren, dass du dir einredest, deine Finger seien nicht schnell genug. Das ist wirklich oft nicht der Fall, dass es an den Fingern liegt oder jedenfalls nicht nur an den Fingern, sondern an einer Kombination aus der Fingerbewegung und der Zunge, dem Zungenstoß. Und was noch viel häufiger vorkommt, dass jemand eine Stelle nicht richtig spielen kann, weil er oder sie noch gar nicht genau geguckt hat, was stehen denn da für Noten? Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber dass man wirklich vorher mal genau guckt, wo geht es denn in Schritten und wo kommt plötzlich ein Sprung. Also das Stück, das finde ich schön, das spiele ich auch, aber meine Finger, die wollen da nicht so richtig, wa? Also da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr in einem Stück irgendwie euch immer vertut oder stolpert, ob ihr eigentlich wisst, wie die Melodie genau verläuft. Wo geht es schrittweise und wo ist ein Sprung zu einem viel höheren oder viel tieferen Ton. Das sind erfahrungsgemäß die Stellen, wo es euch raushaut. Und dann übt ihr das und denkt, die Finger kriegen das nicht hin. Dabei habt ihr es eigentlich vom Kopf her nicht drin. Also ihr müsst vom Kopf her wissen, was da steht. Das klingt so doof, aber es ist so. Müsst ihr mal drauf achten. Oder eben diese Kombination zwischen Fingern und Zunge. Auch dazu habe ich ja schon viele Videos gemacht. Ich versuche euch mal so ein paar Sachen im Infokasten. Was heißt ich verlinke euch mal ein paar Videos im Infokasten, aber das sind ja eigentlich diese Themen, die in fast allen meiner Videos vorkommen. Fünftens, gebt den Frust auf, dass ihr denkt, euer Atem reicht nicht. Ihr wisst nicht, wo ihr atmen sollt. Das Stück ist zu lang, ihr könnt nirgends atmen. Also das Stück, das habe ich ganz, ganz viel geübt, aber mein Atem, damit halte ich noch nicht durch. Mit dem Atem halte ich noch nicht durch. Das muss ich noch trainieren. Also der Atem kommt noch nicht mit. Es gibt Stücke, da sind Passagen so lang, nur in Sechzehnteln, wo man eigentlich nicht atmen sollte. Dann muss man das Tempo entsprechend schnell genug kriegen, dass man das schafft. Aber das kommt eigentlich gar nicht so oft vor, sondern es ist so, dass ihr eigentlich innerhalb des Stückes kleine Einteilungen machen könnt, Phrasierung und auch kleine Einheiten voneinander unterscheiden könnt und da habt ihr ganz viel Gelegenheit, um zwischendurch drin zu atmen. Also glaubt nicht, dass euer Atem ein unüberwindliches Problem ist, das Durchhalten mit dem Atem. Stattdessen, wie gesagt, mal gucken, wo sind denn musikalisch sinnvolle Stellen, wo ich so eine kleinen Einschnitte machen kann und da schnell mal ein bisschen Luft hinzutanken kann.
Sechstens, fokussiert euch drauf, konzentriert euch drauf, wo ist die brenzlige Stelle und spielt nicht immer einen ganzen Lappen und dann wisst ihr, da steckt auch die schwierige Stelle drin, sondern auch wenn es irgendwie erstmal langweilig erscheint, spielt man nur die eine Stelle, verbraucht keine unnötige Energie. Okay, super. Jetzt spiel doch mal bitte Takt 14. Und siebtens und letztens ist ein bisschen ähnlich wie Nummer 6, nämlich, dass ihr tatsächlich eine Stelle, die ihr dann rausgefiltert habt, die ihr sagt, die will ich jetzt mal richtig gut üben und trainieren, dass ihr die nicht 20 Mal nacheinander probiert, wobei es viele misslingende Versionen gibt, sondern kurz und möglichst fehlerlos. Und das geht, wenn man sich wirklich die Zeit dazwischen nimmt und sagt, ich mache das jetzt 3-mal richtig gut. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob ihr euch in dem einen oder anderen wiedererkannt habt. Das soll, wie gesagt, helfen, dass ihr euch da drin erkennt und merkt, aha, ja, hier verbrauche ich Energie oder hier verderbe ich mir so ein bisschen selber den Spaß daran, indem ich mich konzentriere auf Dinge, die eigentlich nicht so wichtig sind oder indem ich die Dinge aus dem Auge verliere, die ja schon super klappen und die vorangehen und euch nochmal die Freude zurückbringen oder noch mehr Freude zurückbringen beim Blockflöte spielen. Ja, und falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert bitte meinen Kanal und klickt auch das kleine Glöckchen an, damit ihr Bescheid bekommt, wenn es wieder ein neues Video gibt. Ich freue mich auf eure Kommentare und verabschiede mich bis nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss!